Hey Action-Fans, willkommen bei Polizeihalt. Wir haben für euch die seltsamsten und actionreichsten Verfolgungsjagden der Welt zusammengestellt. Dazu gibt es Polizeiberichte. Bleibt dran, die Action beginnt. Die Verfolgungsjagd, die sich am 2. September 2025 in Bristol ereignete, sorgte mit den Aufnahmen der Polizeikameras für großes Aufsehen in der Stadt. Die Polizei bemerkte ein Fahrzeug mit gefälschten Nummernschildern, das wenige Tage zuvor als gestohlen gemeldet worden war, und wollte es anhalten. Der Fahrer Brian Smith flüchtete jedoch, anstatt anzuhalten, und löste eine etwa 30-minütige gefährliche Verfolgungsjagd durch die Stadt aus. Yeah, it's going to be a loss. It's wrong side of the road onto the pavement. The area is high, but there are no pedestrians. I can clearly see down the footpath there are no pedestrians. We're back onto the road, and we're right onto David's Road. Wenn du actiongeladene Fluchtvideos und detaillierte Polizeiberichte liebst, kannst du unseren Kanal abonnieren. Jede Woche erwarten dich 2 neue Videos. 97% unserer Zuschauer sind noch nicht abonniert. Wenn dir unser Video gefallen hat, vergiss bitte nicht, uns zu abonnieren. Smith fuhr in einigen Bereichen mit Geschwindigkeiten von bis zu 80 Meilen pro Stunde, circa 130 Kilometer pro Stunde. Statt der zulässigen Höchstgeschwindigkeit von 30 Meilen pro Stunde fuhr auf Gehwegen und missachtete zahlreiche rote Ampeln, wodurch er andere Fahrer und Fußgänger auf stark befahrenen Straßen in große Gefahr brachte. Obwohl solche Verfolgungsjagden in den USA und Großbritannien mit unterschiedlichen Taktiken und Mitteln durchgeführt werden, ist der Vergleich aufschlussreich. In Deutschland werden in ähnlichen Fällen in der Regel längerfristige organisierte Planungen, Straßensperren und Methoden zur Risikominderung mit Luftunterstützung bevorzugt. Während im Vereinigten Königreich und in den USA können sofortige Interventionen, physische Blockaden und, falls erforderlich, direkte Interventionen innerhalb und außerhalb des Fahrzeugs, wie B mit Tasern TVI den Ausgang der Situation bestimmen. Was ist Ihrer Meinung nach aus Sicht der öffentlichen Sicherheit sinnvoller? Vorsichtige, systematische Blockaden oder schnelle und direkte Interventionen? Schreiben Sie Ihre Meinung in die Kommentare und teilen Sie uns mit, wo Sie das Video gesehen haben. Wir glauben, dass die Diskussion über solche Fälle das Bewusstsein für dieses Thema schärft. Als die Verfolgungsjagd Fishponds erreichte, versuchte Smith mit seinem Volkswagen Scirocco, sich zwischen 2 schwarzen Renault-Fahrzeugen auf der Ledbury Road hindurchzuzwängen und geriet schließlich zwischen die beiden Fahrzeuge. Obwohl das Fahrzeug durch den Zusammenstoß manövrierunfähig geworden war, versuchte Smith weiterhin zu fliehen, sodass die Beamten ihn mit einem Taser außer Gefecht setzten. Aufnahmen von Körper- und Fahrzeugkameras zeigten, wie sich die Intervention im Detail abspielte. Smith gestand vor Gericht mehrere Verkehrsdelikte und wurde am 9. Oktober vom Bristol Crown Court zu einer Freiheitsstrafe von 16 Monaten und einem Führerscheinentzug von 10 Jahren und 8 Monaten verurteilt. Up to medium. Nearly. It's crash, crash, crash. Crash, crash, crash. It's gonna hit us. Hit us. Die von der Polizei von Wiltshire veröffentlichten Bilder zeigen die atemberaubenden Momente einer gefährlichen Verfolgungsjagd, die sich am 10. Juni ereignete. Der 30-jährige Marlon Henriquez wurde von der Polizei entdeckt, als er mit 56 Meilen pro Stunde auf der Marlborough Road fuhr, wo eine Geschwindigkeitsbegrenzung von 30 Meilen pro Stunde gilt.
Aber er ignorierte die Aufforderung anzuhalten und begann zu fliehen. Es stellte sich heraus, dass der von ihm gefahrene Volkswagen Arteon eigentlich seinem Mitbewohner gehörte. Unnamed track behind Wellington Academy School. Während seiner Flucht überholte Henriques 2 Fahrzeuge, indem er die weiße Linie überfuhr und wäre beinahe mit einem entgegenkommenden Militärlastwagen zusammengestoßen. Anschließend raste er über die Pennings Road in Richtung A338, überfuhr rote Ampeln, beschleunigte auf 85 Meilen pro Stunde und überholte wiederholt auf gefährliche Weise. On the 338, back towards Tidworth. If we can have some TPAC units for a potential bot, please. They're behind us now. Yeah, I know. DRA is up to medium. Nearly. It's crash, crash, crash. Crash, crash, crash. It's gonna hit us. Hit us! Als Henriques schließlich in Richtung Tidworth abbog, gelang es der Polizei, mit einem Stinger 2 seiner Reifen zu zerstören. Der Fahrer hielt jedoch nicht an, sondern rammte einen weißen Citroën-Kastenwagen, der daraufhin gegen einen Baum geschleudert wurde und konnte erst gestoppt werden, als er auf ein ziviles Einsatzfahrzeug prallte, das vor ihm fuhr. Nach dem Unfall wurde Henriques außer Gefecht gesetzt und am Unfallort festgenommen. Am 6. Oktober 2025 gegen Mittag entdeckte die Polizei von Bath Township einen Mann, der vermutlich in einen Fall von häuslicher Gewalt verwickelt und bewaffnet war. Der Verdächtige wurde auf der Autobahnadzianz I-96 in Ingham County in einem silbernen SUV gesehen. Die Polizeibeamten nahmen die Verfolgung des Fahrers auf, der sich weigerte anzuhalten, und forderten kurz darauf Unterstützung vom Sheriffbüro von Livingston County an. Shoulders, U-turn will stop. All follow unit 2, clear, flip back around. Okay, he's grabbing something out of the passenger seat. Look, he's a single occupant, speed 200. Still left lane, approach the Boulder. Im Laufe der Minuten zeigten die Bilder der Fahrzeugkamera, wie der Fahrer zwischen den Fahrspuren hin und her schwankte, seine Geschwindigkeit drosselte und sich spöttisch gegenüber der Polizei verhielt und mehrmals seinen Arm aus dem Fenster streckte, um den Beamten Handzeichen zu geben. Westbound in the eastbound lanes, coming up to Fowlerville. Westbound in the eastbound lanes, coming up to Fowlerville. 4012, get on that ramp and block it off. Sun is clear, westbound, eastbound lanes. 493, I'm in the west lane, eastbound. Clear, eastbound, left lane. On the wrong way, getting off at Fowlerville now, in the grass area. Coming to Fowlerville. Clear, coming Fowlerville. Die anderen Fahrer konnten sich in letzter Sekunde retten. Ein Unfall wurde knapp vermieden. Die Einsatzkräfte aus Livingston County versuchten an dieser Stelle mehrere riskante Manöver. Schließlich wurde der SUV in der Nähe einer Auffahrt durch Drehen zum Stehen gebracht. Der Fahrer stieg aus dem Auto, warf seine Mütze auf den Boden und schrie die Polizeibeamten weiter an. Kurz darauf wurde er jedoch mit einem Taser außer Gefecht gesetzt und ohne Widerstand der Polizei von Bath Township übergeben. Am Morgen des 28. September 2025, kurz vor Sonnenaufgang, bemerkte der Polizeibeamte Grayson Russell bei einer Radarkontrolle auf dem US Highway 167 einen silbernen Toyota Camry, der mit einer Geschwindigkeit von 70 Meilen pro Stunde die Geschwindigkeitsbegrenzung von 60 Meilen pro Stunde überschritt.
Der Fahrer ignorierte Russells Aufforderung zum Anhalten, der seine Blaulichter und Sirenen eingeschaltet hatte, und beschleunigte innerhalb kurzer Zeit auf 210 Kilometer pro Stunde. Die Verfolgungsjagd verlagerte sich an die Grenze zu White County, wo der Camry in der Nähe der Siler Road auf die Gegenfahrbahn geriet und nur knapp einem tödlichen Unfall entging. Anschließend setzte der Fahrer seine Flucht fort und schlängelte sich über die Scoggins, Bubb und Roosevelt Roads durch die ländlichen Straßen. Diese Verfolgungsjagd zeigt einmal mehr, wie gefährlich und aggressiv Hochgeschwindigkeitsverfolgungen auf amerikanischen Autobahnen sein können. Hätte sich dieser Vorfall in Deutschland ereignet, hätte die Polizei höchstwahrscheinlich die A167 gesperrt, den Fahrer mit Drohnen und Luftunterstützung verfolgt und ihn dazu gebracht, sich ohne Kontakt vom Boden aus zu ergeben. Die direkte Vorgehensweise in den USA führt zwar zu einer schnellen Klärung der Vorfälle, birgt jedoch sowohl für den Verdächtigen als auch für die Beamten und andere Fahrer ein erhebliches Risiko.
Die Verfolgungsjagd durch die ländliche Gegend dauerte lange. Es war großes Glück, dass während dieser Verfolgungsjagd mit hoher Geschwindigkeit kein Gegenverkehr kam. Trotz all dieser Anstrengungen wird Sie das Ergebnis der Verfolgungsjagd überraschen. In Kürze werden wir Ihnen die Informationen aus dem Polizeibericht zu diesem Thema mitteilen.
Es ist erstaunlich, dass der Fahrer trotz der offenen Alkoholflaschen und Drogen im Fahrzeug so gut fahren konnte. Allerdings gelang es ihm immer wieder, aus dem Blickfeld zu verschwinden. At the dead end, be careful. Russell versuchte in der Nähe der Highway 157 ein TVI-Manöver, aber der Fahrer konnte das Fahrzeug unter Kontrolle halten. Wenige Minuten später bog der Camry auf die Wagon Wheel Road ab, ohne zu verlangsamen, und geriet außer Kontrolle, als der Fahrer aus dem Fahrzeug sprang und schleuderte in ein Waldstück. Russell rannte sofort zum Fahrzeug, nahm die Person auf dem Beifahrersitz fest und sicherte das Fahrzeug. Im Inneren wurden Marihuana, offene Alkoholflaschen, Tätowierzubehör und ein Elektroschockgerät gefunden. Der Beifahrer war deutlich betrunken, während der Fahrer in den Wald floh und seine Spur verwischte. Vergessen Sie nicht, sich anzumelden. Bis nächste Woche!